In diesem Video geht es um diesen Oszillator hier unten. Das ist der sogenannte Chaikin-Oszillator. Und wir wollen uns einmal anschauen, wie man den für das System so programmieren kann, dass er Einstiegssignale produziert. Der Chaikin-Oszillator wird normalerweise verwendet, um andere Signale zu bestätigen, da er ein Oszillator ist. Aber in diesem Beispiel werden wir ihn verwenden, um Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Erstellen wir eine neue Datei namens chaikintree-chaikin.mp5 in demselben Verzeichnis, in dem auch die anderen Dateien gespeichert sind. Wie schon bei den anderen Einstiegsmodulen müssen wir eine Funktion namens checkEntry erstellen. Das Signal wird später von dieser Funktion zurückgegeben. Und jetzt brauchen wir eine Variable und ein Preisarray. MQL5 verfügt über eine Funktion für den Chaikin-Indikator, die wir verwenden können, um unsere Definition für die Berechnung zu erstellen. Parameter 1 steht für das aktuelle Symbol und Parameter 2 für die aktuelle Periode in unserem Chart. Danach haben wir zwei Zahlen. Wenn Sie MetaTrader 5 öffnen und einfügen, Indikatoren, Oszillatoren wählen, erfahren Sie, dass diese Werte für den schnellen Gleitendendurchschnitt und für den langsamen Gleitendendurchschnitt stehen. Die Standardwerte sind 3 und 10. Mit dem folgenden Parameter legen wir fest, dass wir das Ergebnis auf der Grundlage von Mode-EMA berechnen möchten, was für exponentiellen Gleitendendurchschnitt steht. Und im letzten Parameter haben wir festgelegt, dass das Ergebnis auf Tick-Basis berechnet werden soll. Lassen Sie uns nun fortfahren und das Array von der aktuellen Kerze abwärts sortieren, indem wir ArraySetAsSeries verwenden. Und dann verwenden wir CopyBuffer, um unser Array mit Daten zu füllen. Wir tun dies für die zuvor erstellte Definition und den Puffer 0, beginnend mit der aktuellen Kerze 0. Wir wollen die Werte für 3 Kerzen in unserem Array speichern. Jetzt können wir die Werte für die aktuelle Kerze und die vorherige Kerze berechnen. Dazu sehen wir uns die Werte von Kerze 0 und Kerze 1 in unserem Array an. Wenn der aktuelle Chaikin-Wert über 0 liegt und der vorherige Wert unter 0 war, betrachten wir dies als Kaufsignal und weisen unserem Signal das Wort Buy zu. Andernfalls, wenn der aktuelle Wert unter 0 liegt und der vorherige Wert über 0 lag, handelt es sich um ein Verkaufssignal, also weisen wir unserem Signal das Wort Sell zu. Und schließlich verwenden wir die Return-Funktion, um den berechneten Wert an unser Hauptmodul zurückzugeben. Das war's für den Einstieg, bitte vergessen Sie nicht, die Datei zu speichern. Das Kompilieren ist nicht erforderlich, da es in das Hauptmodul importiert wird. Öffnen wir nun das Hauptmodul und suchen den Abschnitt Include. Dort können Sie die anderen Eingabemodule mit 2 Schrägstrichen auskommentieren und eine neue Include-Anweisung für die neue Datei, die wir erstellt haben, hinzufügen. Und nun müssen wir F7 drücken oder auf die Schaltfläche Kompilieren klicken, um beide Module zu kompilieren. Sie werden einige Warnungen sehen, aber es sollten keine Fehler auftreten. Okay, soweit so gut. Das war's soweit für den Chaikin-Oszillator. Ich hoffe, das mit dem Kompilieren hat funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.